Servus Leute, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir die Ehre, dem Jan sein neues Motorrad zu fahren, und zwar die BMW M1000R Competition. Korrekt. Wir haben hier das volle Paket, was an Ausstattung geht. Sehr, sehr viel Carbon dran. Was für Reifen hast du drauf? Diabolo Rosso 4 Corsa. Diabolo Rosso 4 Corsa. Man sieht schon, es hat 30 Grad draußen und der Reifen, der gibt sein Bestes. Aber ist auch notwendig bei einer Leistung von 210 PS auf 194 Kilo fahrfertig, Freunde. Das ist eine ganz kranke Welt. Wenn wir da die Street Triple im Vergleich nehmen, dann ist das so quasi die doppelte Leistung bei fast demselben Gewicht. Also es wird geisteskrank. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ja, ich würde sagen, den Rest klären wir während der Probefahrt. Also, let's go. Ja, was mir schon auffällt, sie ist relativ hoch tatsächlich, aber hier ist auch eine neue aufgepolsterte Sitzbank drauf. Ich meine, irgendwie 840 mm Sitzhöhe oder sowas haben wir. Ich bin 1,73, komme noch relativ gut auf den Boden. Ja, ich würde sagen, wir haben hier eine... Lol, da war der Gang drin. Wir haben hier den SC Project Auspuff drauf. Der macht auf jeden Fall schon richtig viel Lärm. Ein schönes, sehr großes Display. Und ich bin jetzt mal gespannt. Macht auf jeden Fall Lärm. Von den Modis her, wir sind hier im Race Pro 1 Modus, also da hat der Jan alles schon vorkonfiguriert, wie er die Einstellung da am besten für sich hat. Also schaltet noch mit Kupplung. Wir haben hier natürlich einen Quickshifter verbaut, neuester Generation. Uff, ich muss mich erstmal ein bisschen eingewöhnen hier. Das Handling, Alter, übelst easy, richtig geil, sehr agil. Also Carbon-Felgen sind auch verbaut. Die spielen da, denke ich, eine große Rolle. Aber natürlich auch dieses Gewicht von 194 Kilo, was halt echt für eine Tausender schon sehr, sehr leicht ist. Man spürt, sie hängt schon gut am Gas. Ich bin hier auch im 4. Gang bei 4000 Umdrehungen. Da passiert ja eigentlich noch gar nichts. Ich würde sagen, probier mal den Quickshifter. Der Blipper der neuesten Generation erlaubt es uns, während das Gas offen ist, runterzuschalten. Probiere ich jetzt mal aus. Ja, funktioniert top. Und da kommt auch schon direkt Leistung. Gut in der Kurve. Achtung, was passiert hier? Oha, oha. Okay, Hupe auch gleich mal ausprobiert. Das geht halt mal wieder gar nicht. Was hier passiert, muss man ein bisschen aufpassen. Ui, ja, der Vortrieb ist auf jeden Fall gut. Merke ich schon unten rum und ich habe dann nicht mal das Gas aufgezogen. Oh mein Gott. Jo, da geht was. Da geht auf jeden Fall was. Da spürt man die Leistung. Also heute ist das krank. Ich bin nur einmal bis jetzt 200 PS gefahren. Das war auch im Jahr seine alte MV Agusta 1000. Aber die hat mir tatsächlich nicht so getaugt. Die war sehr lang übersetzt. Da ist hier sehr viel angenehmer. Die Leistung ist sehr viel besser nutzbar, glaube ich, auch für die Straße. Alter, dann einfach dieser brutale Sound, es ist so geil. Es ist so geil. Diese Schläge, die da aus dem Auspuff kommen, es ist brutal. Es ist einfach echt heftig, Leute. Ansonsten fühle ich mich tatsächlich von Sitzposition her sehr wohl. Auch einen guten Knieschluss hier am Tank. Servus. Wem das Geballer hier am Auspuff zu viel sein sollte. Also ich bin eben nebendran gefahren und mir wurde es tatsächlich, also wenn man direkt neben dem Auspuff ist sehr, sehr laut. Aber es lässt sich hier einstellen, also wenn man den Modus wechselt von Mode
von Pro 1 in Road, dann sollte das weg sein. Dann macht sie das nimmer. Und wir hören schon, es ist jetzt auf jeden Fall ruhiger. Wenn ich jetzt vom Gas gehe, dann ballert da nichts mehr. Für die, die es ein bisschen ruhiger wollen oder halt einfach im Stadtverkehr, finde ich eine sehr, sehr gute Lösung. Aber wir gehen jetzt wieder in den, nicht Race, wir gehen jetzt in den Race Pro 1 Modus. Ja, also sie fährt sich auch hier im unteren Drehzahlbereich sehr, sehr gut. Dafür, dass wir hier im zweiten Gang sind, 2000 Umdrehungen. Man merkt schon, da kommt trotzdem schon gut Schub, gut Drehmoment unten raus. Ich bin sonst noch nicht so viele Vierzylinder tatsächlich gefahren, aber so das Übliche, dass man denkt, die Leistung kommt jetzt nur im oberen Drehzahlbereich. Das habe ich jetzt hier tatsächlich nicht. Also die schiebt schon untenrum sehr gut. Und ich meine, ab 6 geht dann die Klappe auf und dann kommt halt richtig Leistung. Jetzt mal. Ja, Mann! Da kommt's Vorderrad. Also wir haben hier Wheelie Control ist ein, hat mir der Jan gesagt. Alter, wo fährt er wieder eigentlich? Die Hupe enttäuscht mich gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, was hier passiert. Hier hupt hier irgendwie gar nichts. Vielleicht bin ich in irgendeiner Einstellung drin, weiß ich gerade nicht. Aber was ist eigentlich hier los? Alter, manche Menschen. Das kotzt mich schon wieder an, wenn ich sowas sehe, weil wenn man die Strecke hier runterkommt und auf der Gegenspur ist. Ja, okay, zurück zum Motorrad. Wir haben hier natürlich alle Einstellungen, die wir brauchen. Voll einstellbares Fahrwerk, auch elektronisch einstellbar. Ich meine, wir sind jetzt in einer relativ harten Stufe. Und da kommt der Zug, Alter. Geil. Ja, über Elektronik braucht man eigentlich nicht viel reden. Da ist natürlich nur das Beste verbaut. Ja, schade gerade, dass hier die Wheelie Control drin ist. Ich würde sie gern ein bisschen höher nehmen. Aber ich würde es auch gern, ich soll es auch vielleicht versuchen, nicht zu übertreiben. Das Motorrad kostet eine Stange Geld und ich will sie jetzt auch nicht direkt zerlegen. Wo ist hier der Blinker? Okay, der hat einen ziemlich, also muss man ziemlich wenig drücken. Oh, das war einer zu viel. Oh ja, an den Quickshifter muss ich mich auch erstmal gewöhnen. Da braucht es nicht viel Druck und der geht hoch. Herrlich, wie er das Rad hochkommt. Scheiße. DTC-Traktionskontrolle sind wir hier auf Stufe 4. Da müssen wir natürlich mit den Einstellungen ein bisschen rumspielen. Aber so wie das konfiguriert ist, fühlt sich schon sehr, sehr vertraut, gut für mich an. Es ist geisteskrank, was da oben raus für ein Zug kommt. Aber ja, sie fühlt sich wirklich, fühle mich sehr, sehr wohl. Und das in so kurzer Zeit. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Wie weit wir hier runterkommen. Ja, sehr präzise. Der Reifen ist auch top, muss man sagen. Macht, was er soll. Ah, und die Bremsen auch, also sehr guter Druckpunkt. Fein dosierbar. Nicht wie bei der MV, wo ich damals gefahren bin, da war so dran gezogen und fast direkt einen Überschlag gemacht. Also die waren so bissig, die hier sind sehr, wie soll ich sagen, intuitiv. Also man merkt schon, wie die richtig zupacken, aber man hat auch trotzdem noch ein gutes, feines Gefühl an der Bremse. Mein Gott. Es reizt halt einfach so zu ballern mit dem Ding. Das ist geisteskrank. Ja, es ist gefährlich. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum ich mir keine größere Maschine kaufen sollte, weil
stabil, wie die in der Kurve liegt. Und da kommt Vorderrad hoch. Leg mich am Arsch! Und wir fahren ja gerade mal maximal 10.000 Umdrehungen. Die dreht ja bis 14.000, Leute. Also die eigentliche Leistung kommt ja erst noch. Und es ist jetzt schon viel zu viel, Alter. Ich schwitze. Das ist herausfordernd. Das ist geil. Und dieser Schuh. Herrlich, 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 herrlich. Das macht so viel Laune. Jawohl! Alter! Alter, ist das krass, Leute, ist das krass. Geisteskrank! Es ist geisteskrank. Oh mein Gott. Alter, ich schwitze. Die Power ist halt krank. Ich habe jetzt, glaube ich, maximal bis 10 gedreht. Ja. Und das war schon so, okay. Da haben noch fast 3 gefehlt. Ich weiß, oben raus kommt ja der eigentliche Zug erst ab 10, ne? Hä, ich bin jetzt im 6. Gang bei Ende. Ja. Aber ey, hat übel Bock gemacht, Digga. Das bockt auch gut. Ja. Es ist eine ganz andere Welt. Auf jeden Fall richtig wildes Teil. Ja. Macht krank viel Spaß. Und Aber das geht auch so leicht hoch. ja, ich bin fast aus jeder Kurve raus. Das ist schade. Ich hätte, wenn du den Wheelie Control noch ein bisschen mehr, dass er noch ein bisschen höher kommt, das würde ich noch an den Einstellungen machen. Aber ansonsten habe mich direkt richtig wohl gefühlt, so wie es eingestellt ist. Auch mit der Traktionskontrolle und so. Das war die erste Testfahrt. Vielleicht folgt in Zukunft noch ein weiteres Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall gute und sichere Fahrt. Haut rein, ride safe, macht's gut und tschüss.